Meisterschaft können wir wohl oder übel vergessen. Wir haben jetzt 6 Punkte Rückstand auf die Bayern. Die haben leider ihr Spiel gegen Leipzig gewonnen. Wir haben gegen Gladbach den Last-Minute-Ausgleich bekommen. Last-Second-Ausgleich, um genauer zu sein. Aber in der Champions League sieht es noch richtig gut aus. Wir haben gegen Paris 3-0 das Hinspiel gewonnen, heißt aber nichts. Ich glaube, Paris hat im Hinspiel nicht ihr wahres Gesicht gezeigt. Ich glaube, dass sie heute nochmal richtig Gas geben. Müssen sie natürlich auch. Und das wird uns entgegenkommen. Wenn die müssen, haben wir Platz. Und wenn die schon so in die Zweikämpfe reingehen hier in den ersten Minuten, dann weiß man schon so in etwa, um was es hier heute geht. Merino mit der ersten gelben Karte. Aber das gegen Gladbach, das hat mich trotzdem ein bisschen gewurmt, ey. Wir waren das ganze Spiel lang die bessere Mannschaft, haben aber leider die Chancen nicht genutzt. Und wurden dann in letzter Sekunde noch bestraft. Und so haben wir halt 6 Punkte Rückstand. Was jetzt auch noch möglich ist, aber wann sollen die Bayern denn nochmal verlieren? Und gegen wen? Außer es gibt nochmal 2 Überraschungssiege für die anderen Teams. Achtung, Paris kommt mit der ersten Chance, natürlich! Alles klar. Wisst ihr Bescheid, oder? 7. Minute, Dembélé. Sowas haben die im Hinspiel kein einziges Mal gemacht. Es war so ein bisschen, ja, abzusehen, dass das so läuft. Dembélé war natürlich ein schönes Tor. Über Kaneseci drüber, da kann er nichts machen. Egal, noch ist alles okay. Noch haben wir 2 Tore Vorsprung, aber es sind halt auch erst 7 Minuten gespielt. Wenn es jetzt so schon losgeht, dass wir da überhaupt nicht vorne durchkommen, dann weißt du ja, dass das Hinspiel wirklich eine Ausnahme war. Aber wir gucken mal, Mamouche. Wir stehen ja nicht unbedingt unter Zugzwang, die müssen noch zweimal treffen, wir nicht. Uns reicht auch diese 1:0-Niederlage, ist die schönste Niederlage, wäre das dann diese Saison. Trotzdem vorne drauf bleiben, versuchen im Pressing uns irgendwie den Ball zurückzuerobern und Mbappé auf gar keinen Fall ins Spiel reinkommen zu lassen. Der ist natürlich jetzt viel besser im Spiel drin. Aber Akanji ist da. Das ist ein normaler Zweikampf. Ich verstehe das nicht. Das ist ein stinknormaler Zweikampf. Du musst nicht jeden Zweikampf abpfeifen. Ist auch eine Neuerung, aber habe ich schon vor ein paar Parts erzählt. Schiedsrichter müssen auch unbedingt überarbeitet werden. Die pfeifen wirklich jeden Quatsch. Also ich meine, das war ja ein ganz normaler Zweikampf, ein bisschen härterer, aber es war halt nur mal ein normaler Zweikampf und daraus entwickelt sich fast die nächste Chance. So, 15 Minuten haben wir schon mal rumbekommen. Ein Gegentor, das ist okay. Reicht jetzt auch erstmal. Aber es ist unfassbar, wie hoch die jetzt stehen. Das haben die im Hinspiel nie gemacht, wie hoch die stehen. Laufen da mit 3, 4 Mann an und schon wieder ist es ein Foul. Es ist wieder Vorteil gepfiffen oder entschieden worden. Das ist Wahnsinn. Bei uns gerade, als Merino uns den Ball abgenommen hat, nix. Jetzt fange ich hier in-game schon an zu diskutieren. Ey, Wahnsinn. Nächste Chance, Achtung, Mbappé, Xavi Simons und Achtung, Kaneseci zum zweiten. Und ich sehe auch, heute spielt Presnel Kimpembe. Sehe ich das richtig? Und Kroos im Mittelfeld. Der hat auch nicht gespielt übrigens. Also wir haben auch noch ein paar Leute geschont. Nicht schlecht, wenn du so Leute schonst im Hinspiel. Und wieder laufen sie vorne an. Das ist super schwer, hier irgendwie dir deinen Weg durchzubahnen. Aber wir schaffen es. Über Fratesi. Boniface, der sich fallen lässt. Boniface, ja, zu zentral. Aber mal ein Abschluss. Die Zeit, die wir den Ball haben, die Zeit fehlt dann Paris. Im Nachhinein vielleicht, ja. Spielen wir uns jetzt in so einen kleinen Rausch rein. Ja, schade, kaum sag ich's. Ist der Fehlpass da. Das wird besonders in Halbzeit 2 noch richtig, richtig heikel. Also wenn es dann bis dahin immer noch so steht und wenn sie dann noch 2 Tore brauchen für die Verlängerung, dann werden die noch weiter nach vorne gehen, dann werden die noch mehr pressen. Da werden wir dann wahrscheinlich gar nicht mehr rauskommen, so wie hier. Aber solange es dann hinterher 1:0 steht für Paris am Ende, dann ist das völlig okay. Dann werde ich damit auch leben können. So, durch die Mitte, da ist jetzt Platz. Mamouche, schade. Ugarte, sehr schön geöffnet. Da ist jetzt die Chance. Martin, könnte abseits sein von Glover. Ja, schade. Aber so müssen wir es machen. Durch die Mitte, durch, schnell. Und dann haben wir ja auch den Platz. Also Paris ist auch nicht unverwundbar.
Da gibt es auch immer wieder Lücken, die wir dann nutzen müssen. Oh, Vorsicht. Cancelo, der da auch mit so hohem Risiko raufgeht und der dann auch noch Glück hat und den Ball holt. Aber jetzt der Ballverlust. Vielleicht der Ball... Oh, war noch nicht im Aus. Mamouche gegen Cancelo. Ja, natürlich. Cancelo hat einen Rücken aus Stahl. Der macht das mal eben. Und hier wäre eigentlich auch eine Möglichkeit, aber ihr seht, Paris macht das schnell mit 1, 2 Kontakten maximal, um da den Ball zurückzuerobern. Das geht leider nicht gut. Aber Mbappé, haben wir bislang gut im Griff. Jetzt müssen wir halt auch einfach mal den Ball weghauen. Oh, Kanisici. Das war leider zu spät. Dann machen wir es halt so. Wenn wir es nicht rausgeschossen kriegen, müssen wir es halt irgendwie rausspielen. Und Boniface vorne mal den Ball gehalten. Sehr, sehr gut. Und der Laufweg, genau, den braucht es jetzt. Boniface gegen Marquinhos. Ja, Boniface ist durch. Aber Donnarumma ist halt auch ein guter Keeper. Schade, aber wir sind jetzt besser im Spiel drin, ja? Wir sind in den Zweikämpfen drin, wir gewinnen sie auch. Vorne haben wir auch. Ah, war das wieder Merino? Nee, die 17 war es. Und zwar Bruno Guimaraes. Der kriegt jetzt auch die gelbe. Nein, der kriegt rot. Ach, guck an. Der kriegt die glattrote Karte. Ja, das ist natürlich auch lächerlich. Also ich meine, für einen Zweikampf von hinten, da war das Foul von Merino zum Beispiel. Jetzt kommt Ibrahima Konate für Dembélé. Da war das Foul von Merino zum Beispiel härter als jetzt das. Und da hat es nur gelb gegeben. Das, naja, verstehe ich nicht. Ist aber gut für uns. Kurz vor der Pause sind wir jetzt also ein Mann mehr. Das spielt uns natürlich in die Karten. Auf jeden Fall. Das macht es jetzt für Paris natürlich noch schwerer. Und für uns ist das ein willkommenes Geschenk eigentlich, muss man so zugeben. Das war nie im Leben eine rote Karte. Ja, aber egal. Wir nehmen es mit. Vielleicht noch den Ausgleich. Oh, Kimpembe. Wie spielen die jetzt eigentlich? Spielen die jetzt hinten mit 5 Mann? Auf jeden Fall gehen wir mit einem 1 zu Rückstand. Aber es ist der schönste Rückstand in der gesamten Karriere, glaube ich. Und das wäre die schönste 1 zu 0 Niederlage. Ja, mehr Ballbesitz, weniger Schüsse. Wie spielen die jetzt? Mal gucken. Haben sie umgestellt? Ne, die spielen immer noch 4-3-3. Fehlt halt jetzt vorne rechts nur ein Mann. Ach nee. Vorne rechts? Nein, in der Mitte fehlt jetzt jemand, ne? Spielt... Ach, Quatsch. Konate spielt jetzt 6er. Ah gut, vorne rechts fehlt halt trotzdem irgendjemand. Das heißt, auf der Seite von Mamouche, da ist jetzt viel Platz. Weil PSG muss. Wir müssen noch 2 Tore schießen. Und hoffentlich werden sie das nicht schaffen. Das wäre sehr schön. Da haben wir Kroos. Oh, Kroos mit dem Fehlpass. Rahmt euch den mal rot. Oder streicht euch das Rote im Kalender an. Rahmt euch den Fehlpass ein. Das wird nicht so oft vorkommen. Mbappé, ja, da müssen wir dazwischen. Sehr gut gemacht. Und natürlich dann immer wieder Chance, über die Flügel zu spielen. Alles gut. Ballbesitz für uns. Und das brauchen wir jetzt eigentlich. Wir brauchen jetzt viel Ballbesitz. Wir müssen jetzt Paris laufen lassen. Und irgendwann werden sich die Lücken dann nochmal ergeben. Kostic, Mamouche. Ja, schade. Ist natürlich auch klar. Die drücken jetzt, stehen ganz hoch. Und wenn wir die Pässe schneller hinbekommen, dann haben wir so viel Platz. Und wieder Mbappé. Merino. Kroos, Merino, Mendes, Achtung, Cardiodo. Jetzt, wo ich Kroos gerade sehe, ich weiß, wie wir letzte Saison ausgeschieden sind. Da hat Kroos aber, glaube ich, in letzter Sekunde ein Freistoßtor gemacht. Ich glaube, so war das und deswegen sind wir halt in Paris ausgeschieden. Ich meine, mich daran zurückerinnern zu können. Und Ugarte kann jetzt was ganz Witziges machen. Gegen seine Ex-Kollegen nämlich treffen. Schade, aber es ist auch wieder eine gute Situation. Wir haben den Platz. Und wir haben halt nicht den Druck, noch 2 Tore schießen zu müssen, das ist klar. Da spielt uns die rote Karte natürlich auch sehr rein. Aber vielleicht sollte es so sein, diese Saison. Vielleicht haben wir dieses Jahr das Glück, dass wir gegen Paris eine Runde weiterkommen. Letztes Jahr war es halt
PSG, die das geschafft haben gegen uns. Achtung, Mbappé wird gut verteidigt. Richtig, richtig gut. Richtig stark. Robin Koch und Manuel Akanji, die machen das da richtig gut. Das ist ein super Innenverteidiger. Du in der Rückrunde gewesen bislang. Nächste Chance. Martin muss vorne weglaufen, ja. Da habe ich ein bisschen Platz. Super von Caidiolo. Boniface. Und jetzt die nächste Chance. Fratesi, bleibt da ruhiger? Nein! Da kamen halt wieder 2, 3 Spieler und Fratesi ist leider nicht schnell genug. Dann wäre ich noch ein paar Meter gegangen. Schade, da war die Chance zum Ausgleich da. Naja, vielleicht jetzt mal nach einer Ecke. Hatten wir auch schon lange nicht mehr ein Eckballtor mit Ankündigung. Boniface ist da. Aber keine Probleme für Donnarumma. Schnell nach vorne, Akanji ist da. Also Mbappé ist wirklich sehr, sehr blass. Gott sei Dank. Gott sei Dank hat er gegen uns nicht seine beste Leistung gezeigt. Nächste Chance, Boniface. Wir haben so viele Möglichkeiten, wir spielen es halt nicht gut zu Ende. Wir haben so viel Platz vorne, das ist Wahnsinn. So Mbappé, aufgepasst. Er darf nicht ins Sprinten geraten. Auch die Aktion, was macht er denn da außen? Also sehr, sehr wild, sehr, sehr kurios, aber gut für uns. So, Boniface, Fratesi. Ja, wäre der Ball außen auf Martin besser gewesen. Aber gut, wir haben noch 20 Minuten. Das läuft momentan richtig gut. Spiel ist so ein bisschen verflacht. Ja, Paris weiß nicht so recht, was sie machen sollen. Hier Marquinhos auch total blind. Aber das heißt gar nichts. Die können auch innerhalb von 5 Minuten hier 2 Tore machen, wenn das Spiel will. Und auch ein Mbappé, den man bislang noch nicht so gesehen hat. Achtung, da ist Mbappé. Vorteil wieder angezeigt. Groß ist da. Keine Sitchi. Muss jetzt nicht sein, Toni. Du hast schon so oft die Champions League gewonnen. Jetzt sind wir vielleicht mal dran diese Saison. Je nachdem, gegen wen wir dann im Halbfinale haben würden, wenn wir jetzt hier weiterkommen. Ja, entweder Man City oder Arsenal, die sind schon weiter. Oder Atletico und Lazio spielen, glaube ich, noch einen Halbfinalisten noch untereinander aus. Also so oder so wartet auf jeden Fall ein namhafter Gegner, ein schwerer Gegner, aber nicht unschlagbar. Und ein Caidiolo, ja, Martin, eine gute Finte gegen Simons jetzt. Caidiolo holt den Eckball raus, alles gut. Läuft sehr, sehr gut, 10 Minuten noch. Ja, und Groß verabschiedet sich. Und wieder kommt Klaus rein, also den Wechsel. Also entweder hat Klaus Nacktbilder vom Trainer oder von der Trainerfrau oder von beiden, dass der hier immer eingewechselt wird, keine Ahnung. Nächste Chance, Boniface. Es plätschert jetzt so dahin. Es ist nicht langweilig. Klar, es lebt immer noch von der Spannung, weil, wie gesagt, Paris kann immer noch innerhalb von 10 Minuten hier 2 Tore machen. Das ist nicht ganz ausgeschlossen. Aber so wie es momentan läuft, weiß ich nicht so recht, wer die schießen soll. Vielleicht ja Jonathan Klaus. Merino Mendes. Achtung, Mbappé, da ist er. Keine Sitchi und Xavi Simons. Verpasst es da zu schießen, aber es gibt trotzdem Elfmeter. Oh ja, mach einen auf Stern mit dem Schwan, Junge. Jetzt gibt es wahrscheinlich Rot für Philipp Kostic. Nee, da gibt es die gelbe Karte. Das habe ich halt gemeint. Mit einer Aktion sind die wieder im Spiel drin. Ich wollte halt grätschen, weil ich gedacht habe, er schießt direkt. Dabei nimmt er den Ball nochmal mit und Kanisici hätte den gehabt. Oh, ist das bitter, ey. So, und jetzt ist halt das Duell. Mbappé gegen Kanisici. 5 Minuten vor Schluss. Die Chance nochmal ranzukommen. Aber Kanisici ist da im Eck. Und weg mit dem Ball. Und das dürfte es gewesen sein. Das war nochmal die Chance hier ranzukommen. Und im Gegenzug gibt es wahrscheinlich das 1:1 und dann die Entscheidung. Mamouche gegen Marquinhos. Den Ball halten wir jetzt. Also Gott sei Dank. Vorne stehen noch 2 Leute rum von PSG. Aber das wird nichts bringen. Wir werden ins Halbfinale einziehen. Den Elfmeter muss man auch mal halten. Und für so Spiele, für so Sachen braucht man auch mal so einen Keeper, der einem dann auch mal das Halbfinale rettet. Das wäre wirklich nochmal heikel geworden. Wenn Mbappé den gemacht hätte, ja, will ich nicht wissen, wie viel Druck die hier gemacht hätten. Aber die Frage stellt sich nicht mehr, denn wir haben es geschafft. Die schönste 1:0-Niederlage in unserer Karriere, die ich mir vorstellen könnte. Und am Ende, ja, ist es dann verdient über 2 Spiele. Paris war echt gut am Anfang. Die haben viel Druck gemacht, da habe ich gedacht, oha, die holen sich das Ding noch. Aber am Ende haben wir das gut gemacht. Die rote Karte hat uns da auch ein bisschen in die Karten gespielt.
Und dann waren es nur noch 4. Und auch im zweiten Spiel hat sich ganz knapp Lazio durchgesetzt. Also bis auf unser Spiel und das von Neapel gegen Arsenal waren die anderen eigentlich ziemlich spannend. 3:2, also entweder kriegen wir Lazio, Man City oder Arsenal. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Wenn ich mir aussuchen könnte, würde ich entweder Arsenal oder Lazio nehmen. Man City würde ich nicht unbedingt gerne haben wollen, aber man kann sich halt auch nicht aussuchen, ne? Von daher gucken wir jetzt einfach mal und auch in der Liga. Wir müssen trotzdem bis zum Schluss durchziehen. Es kann trotzdem sein, dass die Bayern doch nochmal irgendwo einen Punkt liegen lassen. Dann verlieren sie vielleicht auch am vorletzten Spieltag. Dann sind wir nur noch 2 Punkte dahinter. Und dann haben wir ja doch noch unser Saisonfinale, unser spannendes Saisonfinale und die Hoffnung doch noch auf die Meisterschaft. Wir werden vielleicht am Ende knapp an die 90 Tore haben und werden dann trotzdem kein Meister. Aber so ist es nun mal. Wenn du die Spiele nicht gewinnst, hast du selber Schuld. Nein, Superpokal brauche ich noch nicht. Wir können aber auch hier in die Europa League gucken, wer da so weit ist. Liverpool, Eindhoven, AC Mailand, Fenerbahce. Das klingt eigentlich nach Champions League. Also Liverpool und der AC Mailand vor allem. Schon einige große Duelle gegeben. Conference League, Aston Villa, Young Boys und Galatasaray gegen Wolfsburg. Auch sehr, sehr wild. Und Champions League haben wir leider Man City abbekommen. Also Lazio gegen Arsenal und Frankfurt gegen Man City. Wir haben uns doch sogar in der Gruppenphase, nein, da war das letzte Saison. Haben wir letzte Saison gegen Inter, gegen Man City in der Gruppenphase gespielt und sind dann gegen PSG ausgeschieden. So war das. Gut, alles klar. Heimspiel im Hinspiel und dann vielleicht in Manchester ins Finale einziehen, wäre auch ganz geil. Auf jeden Fall haben wir jetzt noch 7, 8 Spiele im besten Fall mit Champions League Finale. Kommt das hin? Ja, ich glaube 7. Ah, Chukwueze ist wieder fit. Ganz, ganz wichtig. Wichtige Personalie, vielleicht könnte Chukwueze schon spielen. Dann können wir wieder umstellen, obwohl der hat noch ein Pflaster. Vielleicht warten wir nochmal ein Bundesligaspiel ab. Und dann ist er ja trotzdem für den Saisonendspurt nochmal fit. Das ist vielleicht auch eine gute Nachricht und dann geht es vielleicht doch nochmal ein bisschen bergauf. Also bis zum nächsten Spiel in Hoffenheim. Auf die nächsten hoffentlich 3 Punkte. Macht's gut. Ciao, ciao.